Moin und herzlich willkommen zu diesem kurzen Gothic 2 Tutorial bzw. Fix, um die Access Violation zu umgehen, die man beim Start des Spiels bekommen kann. Ich zeige euch, wie ich das Ganze hier gelöst habe. Als Voraussetzung ist allerdings, dass ihr natürlich Gothic 2 installiert habt und diese drei Komponenten, einmal den Gothic 2 Fix, das Player Kit und das System Pack. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung auch nochmal ein Video, wo das genau erklärt ist. Im Prinzip müsst ihr nur auf euren Installationsordner gehen. Hier bei mir ist es in der Steam Library. Das sollte aber auch für alle anderen Plattformen funktionieren, wie beispielsweise Good Old Games. Ihr sucht also euren Gothic 2 Installationsordner und da müsst ihr in den Ordner System gehen. Hier ist es als erstes einmal wichtig, dass ihr die Datei, mit der ihr Gothic startet, als Admin ausführt. Da das ein bisschen mühselig ist, das immer hier über diesen Rechtsklick und den Button zu machen, würde ich euch empfehlen, das über Eigenschaften und dann öffnet sich dieses Fenster unter dem Reiter Kompatibilität, das Programm als Administrator ausführen, anklickt und ganz wichtig auf Übernehmen klicken. Dann sollte das Programm jedes Mal auch im Administrator-Modus ausgeführt werden, auch wenn ihr das Ganze über Steam startet. Genau, wenn das getan ist, kommt der wichtige Part, dann müsst ihr nämlich in diese gothic.ini-Datei reinschauen. Die würde ich einmal mit Rechtsklick hier öffnen mit dem Editor. Ihr könnt das mit jedem anderen Textbearbeitungsprogramm aber eigentlich auch machen. Genau, als erstes wichtig, bei mir war der Site Value auf 6 gestellt, obwohl er eigentlich standardmäßig auf 4 gestellt sein sollte. Den solltet ihr unbedingt auf 4 stellen und nicht höher. Ich hatte da zumindest Probleme beim Starten des Spiels, dass es nicht richtig funktioniert hat, wenn der über 100%, also über 4 war. Ihr könnt natürlich damit rumprobieren, wenn ihr einen höheren Wert einstellen könnt und es trotzdem funktioniert, super. Dann die wichtigste Sache, der Punkt Scale Videos muss auf 0 gestellt werden. Da gibt es anscheinend Probleme mit einigen Grafikkarten oder Treibern oder was auch immer. Ich bin da jetzt nicht im Technischen drin, aber das solltet ihr auf jeden Fall auf 0 stellen, weil bei mir ist es echt immer daran gescheitert, dass wenn Videos gespielt werden, zum Beispiel am Start des Spiels oder auch wenn man ein neues Spiel beginnt, dass das Spiel dann mit einer Access Violation abgestürzt ist. Und als kleine Backup-Lösung Play-Logo-Videos würde ich auch einfach mal ausstellen. Da wird am Anfang des Spiels immer das Video abgespielt, wo das Piranha Bytes Logo beispielsweise zu sehen ist, und das müsst ihr einfach auch auf 0 stellen, um diese Videos jedes Mal zu skippen. Erstmal spart man sich damit Zeit und zum anderen habe ich damit auch keine Crashes mehr erlebt. Also nochmal zusammengefasst, Play-Logo-Videos auf 0 stellen, Scale-Videos auf 0 stellen und Site-Value auf 4 stellen. Natürlich müsst ihr die Datei dann auch wieder speichern. Dann habt ihr hoffentlich hier die Administratorrechte eingestellt und könnt Gothic als Administrator starten. Kleine Empfehlung noch am Rande: Wenn ihr Probleme habt beim Starten des Spiels und es irgendwie anfängt zu flackern oder sonstiges, könnt ihr über die Gothic Starter Mod-Exe gehen. Auch die müsst ihr natürlich in den Eigenschaften dann als Administrator ausführen oder halt hier als Administrator ausführen. Da habt ihr nämlich die Möglichkeit, ich zeige es euch einmal, hier im Fenstermodus das Ganze zu starten und dann fängt es auch nicht an zu flackern und ihr könnt in Ruhe alle Einstellungen im Spiel selber vornehmen. Das ist es von meiner Seite. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Wenn ja, schreibt es doch mal in die Kommentare und ja, auf Wiedersehen.